Es ist der 12. November 2023. Ich habe gerade die Roydrom, die Red Drum, erreicht. Diesen markanten Wegpunkt, der sich tief in Namibias wunderschönem Kaoko-Land befindet. Zum zweiten Mal bin ich hier und für euch fahre ich einmal drumherum ganz langsam. An der Roydrom lege ich einen längeren Stopp ein. Zwei Himba-Kinder setzen sich in einiger Entfernung von mir unter einen kleinen trockenen Baum. Ich gehe zu ihnen, gebe ihnen kaltes Wasser und Äpfel und bringe sie zum Lachen, als sie sich selbst auf dem Foto sehen, das ich von ihnen gemacht habe. Es ist so ein schönes Gefühl, dass man mit so einer Kleinigkeit wie einem Becher kalten Wasser was Gutes tun kann. Letztes Jahr habe ich mich teilweise so scheiße gefühlt, weil ich nicht mal einen Becher Wasser übrig hatte. Ich hatte halt einfach so die Menge an Wasser gekauft, die ich brauche. Und diesmal habe ich einfach, ich glaube, ich habe 3 5-Liter Kanister, also 15 Liter. Diesmal habe ich 15 Liter mehr gekauft von Anfang an, als ich eigentlich brauche. Und so kann ich jedes Mal, wenn jetzt hier so vereinzelt kleine Kinder sind oder eine Himba-Familie, einfach anhalten und ihnen einen Becher Wasser geben. Und das bereitet ihnen große Freude. Und mir auch. Neben den Tonnen wie Red Drum oder Roydrom ist dieses Autowrack hier ein weiterer wichtiger Wegepunkt hier im Kaoko-Land. Das Wrack zeigt nämlich die Kreuzung, wo es rechts zum Vanseelspass geht und geradeaus, so wie ich jetzt weiterfahre, Richtung Marienflusstal. Ich bin jetzt hier am Beginn des Marienflusstals angekommen. Der Berg, der dort vor uns liegt, dieser Berg, der teilt quasi die Hauptpiste ins Marienflusstal in 2 Tracks. Man kann links oder rechts an ihm vorbeifahren. Und da ich hier ja auch noch wieder zurückfahre, habe ich mich jetzt zunächst mal für die eine Richtung entschieden. Und wenn ich dann übermorgen zurückfahre, beziehungsweise in 3 Tagen, dann nehme ich die andere. Insgesamt ist das Wahnsinn hier, das ist so irre, es ist so weit wieder und ich mache wieder einen Rundumgang um mein Auto. Nach diesem Stopp mitten im Marienflusstal geht meine Fahrt nun weiter auf das letzte Stück hinauf zum Kunene River, dem Fluss, der hier die Grenze zwischen Namibia und Angola bildet.
Camp Synchro. Da lang. Okay, dann drehe ich um. So, ich befinde mich jetzt hier auf den letzten Kilometern, wenigen Kilometern vor Camp Synchro. Der Belag hat noch einmal gewechselt. Es ist sehr wellig, Schotter, grober Schotter und sehr wellig. Aber ich bin bald da und es ist jetzt gleich 15 Uhr, also heute bin ich wirklich früh. Und ich bin sehr gespannt und freue mich auf das Camp Synchro. Herzlich willkommen im Camp Synchro. Ich kann es gar nicht fassen, dass ich so gut und so auch schnell hierher gekommen bin. Ich habe Campsite Number 1 und die zeige ich euch jetzt. Ich habe mich für die 1 entschieden, weil hier dieser mega coole große Baum steht, wo es von Vögeln nur so wimmelt. Es gibt hier eine große Feuerstelle. Hier gibt es ein Waschbecken, einen Wasseranschluss und einen Müllbehälter. Und hier dieses Steingebäude, das ist der Block mit den Duschen und den Toiletten. Abgetrennt hier vorne für die Damen und dort hinten für die Männer. Auch hier gibt es nochmal draußen ein Waschbecken, einen Wasserhahn und einen Spiegel. Sehr schön. Ich sehe, hier kann ich mich gut rasieren und das wird auch Zeit. Und hier drin alles abgetrennt mit Vorhängen. Es gibt für die Männer und für die Damen wahrscheinlich auch, für die Männer auf jeden Fall 2 Duschen. So sehen die Duschen aus. Und 2 Toiletten. Also ganz großartig. Ich bin total begeistert. Ich finde es richtig, richtig geil. Manchmal gibt es nicht viel was Besseres. Cheers! Oh. Jesus, ist das gut. Ich werde jetzt meine Camping-Sachen auspacken, meinen Tisch, gucken, wo ich den hinstelle. Und dann gehe ich vielleicht mal runter zum Fluss. Ihr habt es gerade gesehen, da war ein Schild und da stand drauf Pebble Beach. Und da gehen wir jetzt mal zusammen hin, an den Pebble Beach.
War total schön dort unten am Fluss. Richtig entspannend. Und so viele Vögel dort. Ich habe die ganze Zeit versucht, welche zu filmen. Ich habe einen Kingfisher im Flug gesehen, wie er auf Jagd war, aber ich habe das nicht hingekriegt. Die sind so schnell unterwegs in der Luft, das war mit Zoom dann für mich zu schwierig zu verfolgen. Aber es war schön anzusehen. Ich genieße die Rufe der Tauben und den Abend bis lang in die Dunkelheit hinein. Ein Konzert aus Fröschen und Insekten singt mich schließlich in einen erholsamen Schlaf am schönen Kunene River. Guten Morgen aus dem Camp Synchro. Heute ist Montag und es ist der 13. November. Ich lasse mir jetzt mal ein Frühstück schmecken hier direkt am Kunene River. Und was ich heute machen werde, ich weiß es noch nicht. Heute ist ein Tag, wo ich wirklich nichts Festes vorhabe. Ich habe lange geschlafen, also ich habe mir keinen Wecker gestellt. Ich habe gelesen auf meiner Karte, dass es vielleicht 2-3 Kilometer nördlich noch von diesem Camp ein Kunene Swim Hole gibt. Ich versuche jetzt mal den Platz zu finden, der in meiner Karte als Kunene Swim Hole bezeichnet ist. Ich wollte das ja erst zu Fuß überlegen, aber das sind laut Karte 5 bis 6 Kilometer einfache Strecke und es ist sehr heiß. Das mache ich natürlich nicht. Aber ich habe mein Zelt mal zusammengepackt und fahre dort jetzt mal mit dem Auto hin. Ich bin jetzt hier angekommen an dem Platz, der in meiner Karte als Carpark, also Parkplatz zum Kunene Swim Hole bezeichnet ist. Der Parkplatz ist kein wirklicher Parkplatz. Dort hört die Piste einfach auf. Das Kunene Swim Hole ist ein kleiner Pool, an den man wie an einen Ministrand gelangt. Er befindet sich ca. 20 bis 25 Autominuten vom Camp Synchro entfernt über eine Piste, die es zum Ende in sich hat, aufgrund ihrer kleinen, steilen Senken und Hügel. Am Wasser besucht mich eine große Herde Ziegen mit einem Hund, einem Mann und einem Jungen. Seht ihr diese kleine Familie dort unten? Und diese armen Leute auf dem Rückweg, die haben sich was zu essen zubereitet und haben mich gerufen und haben mir ihr Schälchen gezeigt. Ich weiß nicht, was da drin war, aber auf jeden Fall haben sie mir angeboten, ob ich was haben möchte. Und das zeigt mal wieder, wie die Menschen hier ticken, wie die drauf sind. Die sind einfach sowas von bescheiden, dankbar, höflich. Mega. Ich bin dann nochmal umgekehrt. Ich habe mir ja einen großen Sack Äpfel gekauft, also Wasser und Äpfel. Habe ich mir halt einfach viel mehr gekauft, als ich für mich brauche. Und habe ihnen dann, also habe 5 Äpfel mitgenommen und ein Messer. Und habe ihnen gezeigt, wie man die isst. Ohne Scheiß, das ist keine Selbstverständlichkeit. Habe dann die Äpfel halt so halbiert oder geviertelt und habe dann das Gehäuse ein bisschen mit meinem Messer rausgemacht. Habe ihnen gezeigt, dass man das nicht mit isst und habe die verteilt. Und die waren sowas von dankbar, diese Leute, für 5 Äpfel. Das ist schon cool. So kann man einen Nachmittag hier verbringen im Camp Synchro. Und ja, jetzt sitze ich hier, habe mir einen Kaffee gemacht, ein paar Müsli-Rusks dabei und genieße hier diese Stimmung am Kunene-Fluss. Ich weiß gar nicht, so ein Instant-Kaffee hier in Afrika und dann noch beim Campen, der schmeckt echt lecker. Ich glaube, der schmeckt nirgendwo sonst so gut wie hier.
Großartige Zeit hier im Kaoko-Land. Die ist ja längst noch nicht zu Ende, aber sehr, sehr schön hier. Insbesondere hier am Fluss. Das ist schon cool. Also man schläft hier gut, man schläft lange, man schläft durch. Und demzufolge ist man am Tag entspannt, ausgeschlafen. Großartig, ganz fantastisch. Am späten Nachmittag gehe ich erneut ans Ufer des Kunene Rivers, dieses Mal mit Kamera und Stativ. Ich genieße dieses schöne Stück Natur in Namibias äußersten Nordwesten und hoffe, dass meine Bilder das zumindest ein kleines bisschen wiedergeben können. Guten Morgen hier vom Camp Synchro, oben an der namibisch-angolanischen Grenze am Kunene Fluss. Und apropos Kunene Fluss, schaut euch mal an, wie der zurückgegangen ist. Wahnsinn! Seht ihr den kleinen Jungen dort unten? Er kam hier eben die Böschung hoch, hat ganz leise gerufen, hallo, hallo. Ich habe es erst gar nicht lokalisieren können. Und dann hat er mir ganz stolz seine beiden großen Fische gezeigt. Das ist natürlich jetzt super für die Leute hier, wenn das Wasser so zurückgeht oder zurückgegangen ist, dass sich überall so kleine Pools bilden, wo die Fische nicht mehr weg können. Dann können sie natürlich super fangen. Heute wird mich meine Tour vom Camp Synchro wieder durch das Marienflusstal zurückbringen zur Kreuzung der Roten Tonne, Red Rum. Die ist hier. Da bin ich also wieder. Red Rum erreicht, ziemlich genau 11:30. Heute ist hier niemand, keine kleine Himba-Familie wie beim letzten Mal. Ich werde jetzt
für mich Neuland betreten bzw. befahren. Ich werde jetzt dort entlang fahren und der nächste Wegepunkt, den ich auf dieser Piste erreichen sollte, sind dann erst die Blue Drum, die blaue Tonne und dann die orangene Tonne. Mal gucken. Ich freue mich jedenfalls drauf, denn das ist jetzt wirklich auch wieder ein neues Stück Strecke. Da bin ich noch nie gefahren und deswegen ist das immer ein bisschen spannend, aufregend, wie es sich dort fahren lässt. Okay, auf geht's zur Blue Drum. Da habe ich ja doch noch mal ein anderes Auto getroffen. Ein Guide mit einem Pärchen, wie es aussah. Aber der ist so viel schneller als ich irgendwie, der ist schon außer Sicht. Der genießt das hier gar nicht. Ich schon. Also es ist richtig, richtig schön hier lang zu fahren. Es gibt hier viele vereinzelte Sträucher, Büsche, kleine Bäume, die natürlich ein bisschen Schatten spenden, und dort sieht man immer mal vereinzelt Tiere und auch Strauße sieht man hier ab und zu. Willkommen an der blauen Tonne, Blue Drum. Da ist sie. Eine Satellitenschüssel dran und es steht ein Schild drunter, so sinngemäß, sorry, aber hier ist permanent kein Signal. Ja, mega hier. Ich gehe mit euch einmal rum, mache mal so einen Schwenk, damit ihr einen Eindruck bekommt hier von der Landschaft. Es ist ein bisschen flacher geworden. Die umliegenden Berge sind nicht mehr so hoch. Ja, die Strecke hierher war eigentlich überwiegend eine sehr gut zu befahrene Piste, so eine Schotterpiste, wie man es jetzt hier sieht. Ich werde meinen Weg jetzt fortsetzen, mache hier keine längere Pause und fahre weiter in die Richtung zur orangenen Trommel. Viel Spaß! Tja, also eigentlich wollte ich hier an der Orange Drum ein bisschen längeren Lunchbreak machen. Aber das hier ist ja nun wirklich die unwirtlichste Gegend von allen 3 Tonnen, die ich heute gesehen habe. Und deswegen fahre ich jetzt noch ein Stück weiter, bis ich irgendwo hinkomme, wo vielleicht ein Baum steht oder so, der ein bisschen Schatten spendet. Es ist total schön, in dieser Region von Namibia wilde Tiere zu treffen. Ganz anders als beispielsweise im Etosha Nationalpark, wo das ja vom Gefühl her völlig normal ist und wo ich wahrscheinlich recht schnell für Springböcke oder Strauße nicht mehr anhalte.
Hier sind diese Begegnungen seltener und die Tiere bieten einen ganz anderen Kontrast, ein anderes Motiv. Ich freue mich jedes Mal über solche Sichtungen und stoppe gerne, um die Tiere einen kurzen Moment in dieser schönen, stillen Landschaft zu beobachten. Kleines Update zu den Straßen, zu den Pisten. Ich bin jetzt hier wieder an einer etwas größeren Pad angelangt, zumindest laut Karte, die jetzt runterführt Richtung Süden. Also das Stück zwischen Blue Drum und Orange Drum war fantastisch. Das Stück von Orange Drum bis jetzt hier zu dieser Kreuzung, die durch so einen Steinhaufen angezeigt wurde, war eher schwierig. Sehr wellig, also maximal 20 km/h kann man da rechnen und mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Ich muss hier mal wieder kurz stoppen und einen kleinen Rundgang mit euch machen, damit ihr mal eine Idee bekommt, wie es hier gerade aussieht. Ganz viel nichts und in der Ferne, zumindest aus der Richtung, aus der ich komme, ein paar Berge, die sehr schön aussehen. So, jetzt geht's weiter. Ich hoffe, dass ich in anderthalb Stunden, also gegen 17 Uhr dürfte das dann schon sein, in Orupembe bin. So, ich habe jetzt gleich Orupembe erreicht. Es ist 3 Minuten vor 17 Uhr.